Du denkst, du kannst kein glückliches Leben führen, weil es noch so viel aus deiner Vergangenheit gibt, das geheilt werden muss? Lass mich dir sagen, du hast diese Erfahrungen nicht gemacht, um unglücklich zu sein. In diesem Video stelle ich dir 2 Hauptströmungen in der Persönlichkeitsentwicklung vor, wenn es um Heilung geht, die beide nicht funktional dafür sind, dir ein glückliches, erfülltes Leben zu erschaffen. Und natürlich gebe ich dir auch die genaue Herangehensweise mit, die für mich und meine Klienten funktioniert, sich ein glückliches, erfülltes Leben aufzubauen, auch wenn man schmerzhafte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hat. Hi, ich bin Martina, Gründerin von Expansion Beyond, und auf diesem Kanal bekommst du alltagstaugliche Perspektiven, Tipps und Anleitungen, um dir in Co-Creation mit Gott ein glückliches, erfülltes Leben im Einklang mit deiner Seele aufzubauen. Wenn du dich schon ein wenig mit Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht auch mit innerer Kindheilung beschäftigt hast, dann ist dir vielleicht schon aufgefallen, dass es scheinbar 2 Meinungen gibt, was Heilung betrifft. Die eine Strömung ist ja fast schon obsessed mit Heilung. Das ist speziell in spirituellen Kreisen so, dass hier so die Meinung ist, okay, du musst erstmal alles heilen und ganz viel Heilungsarbeit leisten. Und in diesen Kreisen hört es ja nicht bei der eigenen Kindheit auf, sondern da geht es ja dann auch im Parallelleben. Das heißt, es ist eigentlich Ende nie. Und die Leute sind da dann oft so mit ihrer Heilung beschäftigt, dass sie nur noch in der Vergangenheit oder im Parallelleben unterwegs sind, nur noch in diesem Schmerz der Vergangenheit wühlen und dabei das Leben verpassen. Du kannst dir ja jedes Gefühl jederzeit kreieren, wenn aber deine Gedanken und Gefühle permanent nicht im Hier und Jetzt sind, sondern in Erfahrungen aus deiner Kindheit oder aus Parallelleben, ja, dann wirst du im Hier und Jetzt wenig Glück und Erfüllung fühlen. Also diese Perspektive davon, dass du erstmal alles heilen musst, um für ein glückliches Leben loszugehen, um ein Business zu starten, um Erfüllung fühlen zu können, das ist nicht funktional. Ja, das kann dich tatsächlich eher davon aufhalten, all das wirklich in deinem Leben zu haben. Und die andere Strömung, das ist wie eine Art Gegenbewegung. Dort wird gesagt, hey, es ist alles wunderbar, es gibt nichts zu heilen, denn du warst ja nie kaputt und du bist nicht kaputt und du musst nichts heilen. Es geht immer nur darum, was im Hier und Jetzt ist, denn das ist das Einzige, was das Universum erkennt, das ist die einzige Energie, auf die es ankommt. Was ist jetzt gerade da? Das führt leider Gottes oft zum sogenannten Spiritual Bypassing, wo Gefühle dann oft weggelächelt werden. Und das ist natürlich auch nicht gesund und hilfreich. Meine Herangehensweise liegt, wie ganz oft bei solchen Themen, in der Mitte dieser beiden Extreme. Ich tendiere eher zu der Strömung, die sagt, es gibt nichts zu heilen, beziehungsweise du bist nicht kaputt, denn das Zweitere unterschreibe ich auch. Ja? Du bist nicht kaputt. Unsere Seele, unsere Essenz, die gehen nicht kaputt. Es wird oft von Seelenverletzungen gesprochen, von Verletzungen der Seele, speziell wenn es ums Kindheitstrauma geht. Aber aus meiner Perspektive ist die Seele bewertungsfrei. Die Seele möchte hier einfach nur Erfahrungen machen und die bewertet nicht in gut, schlecht, schön, schmerzhaft. Die Seele ist einfach in unseren Körper geschlüpft, um Erfahrungen zu machen. Die wird nicht verletzt. Und auch unsere Essenz, das Abbild Gottes, wird nicht verletzt. Verletzungen passieren auf menschlicher, auf emotionaler Ebene. Und da passieren sie tatsächlich. Das bedeutet aber nicht, dass du irgendwie kaputt bist, sondern es werden Anteile von dir verletzt. Du hast ja ganz viele verschiedene Anteile in dir. Und wenn du eine schmerzhafte Erfahrung machst, dann wird einer oder vielleicht auch mehrere Anteile von dir verletzt, aber du wirst nicht kaputt gemacht. Das gilt auch für Erfahrungen, die du in der Kindheit gemacht hast.
Deswegen ist so dieses Bild von Heilung des inneren Kindes nicht ganz korrekt, denn das Kind ist ja nicht kaputt, es muss nicht das Kind im Ganzen geheilt werden, sondern kindliche Anteile, die verletzt wurden, die hier geheilt werden dürfen. Und das ist eine sehr kraftvolle Perspektive, die ich auch immer meinen Klienten mitgebe, denn das lenkt den Blick auf die Ressourcen. Und ich finde, ein schönes Beispiel ist, du brichst dir den Arm. Der verursacht starke Schmerzen, dieser Bruch. Du gehst ins Spital und die Ärztin dort wird jetzt weder sagen, ach, warum sind Sie denn überhaupt da? Es gibt ja gar nichts zu heilen, Sie sind ja nicht kaputt. Nein, bist du nicht kaputt, aber dein Arm ist halt gebrochen. Der Rest von dir ist okay, der Arm gerade nicht. Der darf geheilt werden. Und auf der anderen Seite wird die Ärztin auch nicht sagen, oh mein Gott, ab auf die Intensivstation mit dir, ans Beatmungsgerät, du bist völlig kaputt. Nein. Und genauso ist es auch mit unseren emotionalen Verletzungen. Du kannst dein Leben im Hier und Jetzt führen und Heilungsarbeit leisten. Du kannst dein Business starten, für dein Business losgehen, in dem Wissen, dass es Dinge gibt, die Heilung bedürfen. Sonst wirst du niemals damit fertig. Es werden immer irgendwelche Dinge aufkommen, wo du drauf kommst, okay, da ist irgendwie ein Schmerz, der hat gar nichts mit dem Hier und Jetzt zu tun. Den muss ich mal da sein lassen und mit dem muss ich mich vielleicht auch mal beschäftigen. Da muss vielleicht Vergebungsarbeit geleistet werden. Ja, also das ist einfach ein Prozess, der seine Zeit dauert, aber das bedeutet nicht, dass dein Leben währenddessen stillstehen muss. Richte also deinen Blick auf die Ressourcen, die du hast, auf all die Anteile, denen es gut geht, die du als Ressourcen nutzen kannst. Anstatt dich auf die Anteile zu fokussieren oder ausschließlich auf die Anteile zu fokussieren, die Heilung bedürfen. Es geht also darum, hier eine Balance zu schaffen zwischen echtem Hinschauen, echter Heilungsarbeit, vielleicht auch Vergebungsarbeit und gleichzeitig vorwärtsgerichtete Energie. Gleichzeitig diese Beschäftigung mit, wo will ich denn hin? Was möchte ich mir erschaffen? Wie möchte ich mich denn fühlen? Und wenn du Unterstützung brauchst beim Thema Gefühle fühlen, wie kann ich denn mit unangenehmen Gefühlen umgehen im Alltag, dann verlinke ich dir hier auch nochmal ein Video, da habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für dich gemacht, wie du mit unangenehmen Gefühlen im Alltag dienlich umgehen kannst. Wenn dieses Video wertvoll war für dich, dann lass sehr gerne ein Like da. Das hilft mir, mit diesem Kanal mehr Menschen zu erreichen und mehr Menschen weiterzuhelfen. Alles Liebe zu dir!